Vor ein paar Jahren lernte ich Karl kennen. Karl ist einer, der sich mit Hilfe von allerlei Abundance-Techniken, also wie streife ich die Fesseln selbstbegrenzender Denkmuster ab, die mich in der Armut festhalten, aus seinem Los als mittelloser Junge, der bei seinen Freunden auf dem Sofa übernachtete, zu befreien vermochte und heute ein Unternehmen leitet und gutes Geld damit verdient. Er ist ein netter Kerl und überaus großzügig. Er lässt andere gerne an seinem Erfolg teilhaben. Auf jedem zweiten Bild mit Leuten, die er einlud oder denen er einen Job verschafft hatte oder sonst wie auf die Sprünge half, sieht man ihn und seine Gäste mit einem Glas Champagner in der Hand. Und das löste in mir den Verdacht aus, er habe in seinem Streben nach Erfolg vielleicht etwas übersehen. Zum Beispiel die Art und Weise, wie unser Gehirn arbeitet. Das wertet nämlich die Dinge ab, die wir tagtäglich machen. Das Besondere hört auf, besonders zu sein und dazu beizutragen, dass man sich gut fühlt. Darum soll es heute gehen, denn Schmerz und Vergnügen sind innerlich miteinander verknüpft. Und wer das Vergnügen zu sehr anstrebt, der läuft Gefahr, Schmerz zu ernten. In Medizin und Biologie kennt man den Begriff Homöostase. Das bezeichnet den Zustand des Gleichgewichts und die Fähigkeit eines Organismus, einen konstanten inneren Zustand aufrechtzuerhalten, unabhängig von den äußeren Einflüssen. Ein einfaches Beispiel für Homöostase ist unsere Körpertemperatur. Egal ob im Juli bei draußen 30 Grad oder im Januar bei -10, unsere Körpertemperatur bleibt in einem festgelegten Rahmen. Das regeln wir, ohne wirklich zu wissen, wie wir es tun. Ja, wir bemerken es nicht einmal. Erst wenn wir die Toleranzgrenze überschreiten, macht es sich bemerkbar. Ich bin unterkühlt oder ich habe Fieber. Als halbwegs gesunder Mensch stehe ich das eine Zeit lang gut durch. Aber wenn es etwas länger dauert, dann zehrt es mich aus. Und wenn die Körpertemperatur die Grenze des Zulässigen über- bzw. unterschreitet, dann tötet es mich. Im Alltag mache ich mir darüber wenig Gedanken. Und wenn doch, bin ich froh und dankbar, dass es so gut funktioniert. So verhält es sich auch mit dem Zuckergehalt meines Blutes, dem pH-Wert meiner Organe und meinem Schlaf-Wach-Rhythmus. Innerhalb des grünen Bereichs fühle ich mich wohl. Alles ist prima. Und hier kommt meine steile These. Das gilt auch für meine Gefühle. Und die Blütenessenzen sind letztendlich Mittel, um uns innerhalb ihrer Toleranzgrenze zu halten. Wer sich zu sehr aufregt, der riskiert einen Herzinfarkt. Und wer sich gar nicht aufregt, verliert Muskelmasse, erschlafft und vegetiert dahin, ohne wirklich zu leben. Edward Bach fand mit der Stechpalme Holly und der Heckenrose Wild Rose geeignete Mittel, um die Extremzustände auszugleichen, nicht sie wegzumachen. Denn ein bisschen Stress hält uns lebendig. Ein bisschen Erschöpfung lässt uns gut schlafen. Zu viel von einem davon macht uns aber krank. Und dies Prinzip gilt auch für unsere inneren Antriebskräfte, mit einem kleinen Haken, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Wenn ich nun mal gerne Champagner mag, und damit kommen wir auf Karl, unseren Genießer, zurück, macht mich übermäßiger Konsum krank oder schlecht gelaunt. Wenn das Pendel zur einen Seite, nennen wir sie Vergnügen, zu stark ausschlägt, dann schwingt es automatisch zur anderen, nennen wir sie Missvergnügen, zurück. Auf einmal beschwingt Champagner mich gar nicht mehr. Sein Fehlen macht sich dagegen wie ein Verlust bemerkbar. Ohne dass es mir lange Zeit klar wird,
schenkt er mir gar kein Vergnügen mehr. Sein Nicht-Vorhandensein aber lässt mich mies fühlen. Und nicht nur das, er dirigiert meine Gedankentätigkeit immerzu in die Richtung, ach, wie schön, wäre doch jetzt ein Gläschen, dann ginge es mir gleich wieder gut. Meine Konzentration auf andere Dinge schwindet. Der Stoff meines Begehrens verlangt nach Aufmerksamkeit. Wir pendeln also zwischen Vergnügen und Missvergnügen. Und am besten geht es uns in der neutralen Zone dazwischen. Das soll also die seelische Homöostase sein? Lauwarm? Wie langweilig. Klingt wie schlechte Nachrichten. Tatsächlich kann man, wenn man sich mal so umschaut, den Eindruck bekommen, dass die Bemühungen Richtung Vergnügen generell immer weiter hochgefahren werden. Immer mehr, immer schneller, immer größer und zwar jetzt sofort. Wär so gerne Millionär. I wanna be a billionaire, so. Champagner dient da nur als Platzhalterbegriff. Wir können ihn durch alles Mögliche ersetzen. Kokain wirkt genauso, aber auch Computerspiele, Verschwörungstheorien, Serienbingen oder sich überessen. Es geht ganz ohne Droge, wenn mein persönliches Vergnügen das Ansammeln von Vermögen ist. Das Daddeln am Automaten, Sex mit wahllosen Personen, die mich im Grunde überhaupt nicht interessieren, oder auch Arbeiten. Bei allem wird ein Runterfahren der Gewohnheiten Schmerz verursachen. Oder nennen wir es Entzugserscheinungen. Ich brauche mehr von demselben, um einen vergleichbaren Effekt zu erzielen. Je weiter ich mich in Richtung Vergnügen auf der Lust-Schmerz-Achse bewege, desto größer wird der Aufwand, den ich dafür betreiben muss, und desto geringer die Belohnung, die ich dafür erhalte. Die Homöostase will mich in die neutrale Zone verfrachten, die Langeweilezone, wo einfach nichts los ist. Das scheint genetisch vorprogrammiert zu sein. Und die Gene gehen rigoros dagegen vor, wenn wir gegen ihre Ausrichtung handeln. Wie das funktioniert? Naja, jede Freude, die wir uns machen, sorgt für eine Dopaminausschüttung. Kommen solche Dopaminausschüttungen aber zu häufig zustande, dann werden die Rezeptoren auf der Empfängerseite des Signals abgebaut. Klingt vielleicht gemein, denn es verhindert, dass wir unser Leben in Verzückung verbringen, holt uns aber auch auf die Erde, wenn Realismus und Alltag zu dessen Aufrechterhaltung nötig sind. Das Gegenmittel? Etwas Unangenehmes tun. Simpel, oder? Tatsächlich schmeckt ein Glas Champagner, wenn ich den ganzen Tag hart gearbeitet habe, am Abend besser, als wenn ich schon morgens damit angefangen habe. Und wirklich kann ich mich am Abend besser entspannen und einschlafen, wenn ich nicht den ganzen Tag auf dem Sofa gesessen, sondern den Garten umgegraben habe. Letztendlich fühle ich mich reicher, wenn ich nicht 24 Stunden am Tag daran denke, dass ich noch nicht reich genug bin. Für Normalsterbliche ist es kaum vorstellbar, unzufrieden zu sein, wenn einem bereits 400 Milliarden Dollar gehören. Man könnte sämtliche Bewohner Düsseldorfs, Babys und Greise eingeschlossen, zu Millionären machen. Aber man selbst verlangt nach noch mehr. Der Trick ist, man muss etwas tun, das einem gerade nicht gefällt. Das Befinden also Richtung Schmerz verschiebt, damit das Vergnügen wieder Spaß macht, ohne dass einem das schadet, sondern sogar dient. Wozu haben wir ein kreatives Gehirn? Um uns etwas Passendes auszudenken. Zum Beispiel Sport treiben. Und zwar nicht um eine Medaille zu gewinnen, sondern um uns zu bewegen und unsere Muskeln zu trainieren.
freiwillig im Altersheim aushelfen, ja, Bettpfannen schwenken macht den Champagner wieder schmackhaft. An der grünen Ampel stehen bleiben, weil ein Rollatorbenutzer es noch nicht über die Straße geschafft hat, statt durch wildes Hupen dem eigenen Unmut Ausdruck zu verleihen. Einfach mal den inneren Impulsen und Wünschen nicht nachgeben. Dazu braucht es Kreativität, Mut, Antriebskraft, alles gute Eigenschaften. Und welche Blüten können uns dazu verhelfen, sie zu entwickeln? Die erste, die mir einfällt, ist die Zaunwinde. Ihre Geschwister Acker- und Prunkwinde dienen aber demselben Zweck, weshalb ich sie praktischerweise zum Windentrio kombiniert habe. Alle 3 Pflanzen winden sich Halt um andere, weil sie in sich den Halt nicht finden, um in Richtung des Lichts zu wachsen. Sie werden zu schwer und knicken um. Also halten sie sich an dem fest, was sie vorfinden. Und so verhalten sich manche Menschen, deren Fokus nur auf eines ausgerichtet ist, etwas, das ihnen Halt gibt. Das zu diesem Zwecke zu Beginn noch sinnvoll erschien, verwandelt sich in etwas anderes, eine Art Scheuklappe für weitere Möglichkeiten. Die erfolgreiche Lernerfahrung, dass etwas funktioniert, kann andere Optionen im Denken ausschließen. Selbst dann noch, wenn die ursprüngliche in Wirklichkeit schon gar nicht mehr funktioniert. Das muss man erst einmal bemerken, aber dann ist es wirklich Zeit, den Blick auf etwas anderes zu richten. Infolgedessen muss man als Berater die Winden dem Hilfesuchenden schmackhaft machen. Von selbst kommen die Betroffenen kaum darauf oder sie behaupten, alles im Griff zu haben. Oft ist es so, dass es ihnen erst dann auffällt, wenn sie schon weit fortgeschritten sind in ihrer Sucht. Etwas anderes finden, das einem Halt gibt, vorzugsweise in sich selbst. Wie wär's mit einem Rückgrat? Und dann die Augen öffnen für Alternativen. Das ist, wobei einem die Winden helfen können. Das Rückgrat übrigens kann man mit der Sonnenblume stärken. Ähnlich wirkt auch die Kastanienknospe, die Bachblüte Chestnut Bud, die Leuten gegeben wird, um aus alten Gedanken und Verhaltensmustern ausbrechen zu können. Sonst kommt der Gedanke, dass Orangensaft ja auch schmackhaft ist, gar nicht erst auf. Man geht zum Kühlschrank und holt die Flasche aus Frankreich raus. Einfach, weil man das immer so macht. Ganz automatisch, ohne nachzudenken. Solche Automatismen zu überwinden, hilft die Kastanienknospe. Heckenrose, das ist die Bachblüte Wild Rose, die einem hilft, wenn man innerlich schon aufgegeben hat. Man seine Kräfte verbraucht, inklusive der Willenskraft und eigentlich gar nichts mehr will. Schlafen, sitzen, essen. Die Reihenfolge ist dabei egal. Heckenrose bringt die Idee an Lebensfreude in den tristen Alltag zurück und ermutigt dazu, etwas zu unternehmen, um ihn abwechslungsreich und anregend zu gestalten. Die Quitte schließlich kann zum Meister werden, wenn es um den Weg aus der Vergnügungssucht geht. Zum einen ist es die Blüte, die einen ausbalanciert, wenn man zu Extremen tendiert. Zum anderen kann sie uns den Nutzen unserer Schwächen verdeutlichen und sie in Stärken verwandeln. Wie oft definiert man etwas als seine schwache Seite, vernachlässigt sie dann, um schließlich festzustellen, dass sie ja tatsächlich schwach ist. Quod erat demonstrandum. Statt sich mit ihr anzufreunden, sie zu trainieren und sie zu einer Stärke zu machen. Die heute weltbekannte Körpersprache-Expertin Vanessa van Edwards,
nennt sich selbst eine peinliche Person in der Rehabilitation und sie spricht das in der Gegenwartsform aus, obwohl man davon heute nichts mehr merkt. Denn sie hat gelernt, ihre Peinlichkeit zu akzeptieren und daraus etwas zu machen, ohne sie zu vergessen oder verleugnen. Und wenn ein Mensch das kann, dann können es alle, egal was die eigene Schwäche ist und ganz ohne Droge.